Hi meine Lieben, und dieses Video ist für alle, die einfach mal schon immer mit mir eine Konversation führen wollten oder einfach meine honest, true und raw Gedanken erfahren wollen. Ich habe gemerkt, dass ich in den letzten Videos sehr krass drauf geschaut habe, okay, wie kann ich euch den bestmöglichen Mehrwert rausgeben, wie kann ich euch am besten dabei unterstützen, dass ihr nicht durch meine Meinung, sag ich mal, unterbewusst beeinflusst wird in eurer Entscheidung, sondern wie kann ich euch so den Weg offenlegen und alle Seiten und Perspektiven aufzeigen, dass ihr die richtige Entscheidung für euch selber trifft. Was ich, glaube ich, auch ganz gut gemacht habe. Ich habe nur gemerkt, dass ich habe einfach mal wieder Lust gehabt, einfach nur drauf loszureden, meine Gedanken und Gefühle mit euch zu teilen, weil ich gemerkt habe, dass ich das halt eben die letzten Videos nicht gemacht habe und es sich nicht richtig für mich angefühlt hat. Vor allem bezogen auf Mexiko habe ich versucht, sehr sachlich zu bleiben, nicht so viel meine Meinung reinzubringen, einfach weil ich weiß, dass jeder Mensch einfach das aus seiner anderen Perspektive sieht, weil jeder einfach an einem anderen Punkt steht, andere Erfahrungen gemacht hat. Und ich einfach niemanden mit meiner Meinung so beeinflusse, dass sie diese Erfahrung nicht für sich selber macht. Und ich bin davon überzeugt, dass jede Erfahrung ein Geschenk ist und etwas, was uns im Leben weiterbringt. Und ich habe mir in diesen 3 Monaten sehr, sehr viele Gedanken gemacht, sehr viel für mich dazu gelernt, und ich erinnere mich noch ganz genau in dieser Woche, es waren 2 Wochen, wo ich diesen Call angeboten habe und jeden supporten wollte, der auch nach Mexiko auswandert. Und in dem Moment hat es sich halt einfach richtig angefühlt. Es hat sich danach angefühlt, wow, es sind viele, die da gerade diesen Need haben nach Unterstützung und die gerade an einem Punkt sind, wo sie nicht weiter wissen. Und ich bin hier vor Ort und kann da, sage ich mal, eine Stütze sein. Als ich die Gespräche geführt habe, ich habe wirklich 2 Wochen lang jeden Tag einige Gespräche gehabt, habe ich richtig gemerkt, dass sehr viele aus dem Mangel heraus entschieden haben, was ich auch gar nicht irgendwie bewertend sagen möchte, sondern einfach nur, was mir aufgefallen ist. Und ich das Gefühl hatte, dass viele nicht dieses große Ganze sehen, die Veränderungen, die gerade global geschieht und die nächsten Steps, was als nächstes, sage ich mal, für uns vorgesehen ist, sondern halt nur das sehen, okay, die kommende Impfung und jetzt schnell weg. Und wo ich mir dann wirklich Gedanken gemacht habe, war dann, dass ich gemerkt habe, dass viele von dem System in Deutschland in ein anderes System wechseln wollten. Und mir dachte, das ist halt, das Leben der Person wird sich nicht viel verändern, nur weil sie in einem anderen Land ist. Das Leben wird sich verändern, indem man aus dem System tritt, das man so kennt, aus der Matrix, und eben nicht mehr für den Staat, sage ich mal, arbeitet, sondern für sich selber. Ich habe mich natürlich auch gefragt, okay, gibt es überhaupt noch Länder, wo man ein relativ freies Leben führen kann, wo man halt einfach nicht so viele Einschränkungen, Manipulationen um sich herum hat. Und so wie sich die Welt entwickelt und wie ich andere Länder beobachtet habe oder auch meine eigene Erfahrung in Tansania, Brasilien und Mexiko, habe ich selber für mich erkannt, dass das eine globale Sache ist und dass es früher oder später jedes Land treffen wird, dass The Great Reset, was sie halt vorgesehen haben, eben der globale Reset in dem Sinne. Und die Agenda ist jetzt nicht nur in Europa, sondern weltweit. Und aktuell ist es natürlich noch so, dass die Einschränkungen in Europa um weitem einschränkender sind oder sich einschränkender anfühlen für uns, als wenn wir jetzt in ärmere Länder reisen, wo
halt bestimmte gewisse Dinge noch nicht so schnell umgesetzt werden können. Aber wenn ich mir die Menschen hier anschaue vor Ort, dann sehe ich ganz stark, dass diese Menschen sehr gehörig sind. Vor allem Mexiko, wo nicht viel hinterfragt wird, sondern es einfach schon in deren System, Gedankensystem normal ist, dass das, was in den Nachrichten kommt oder was die Regierung sagt, das ist richtig. Und ich war letztes Jahr sehr, sehr, sehr krass im Kampfmodus und dachte, ich muss alle aufklären, die Augen aufreißen, den Leuten die Wahrheit zeigen, wie es wirklich in anderen Ländern abgeht. Deswegen habe ich auch mit YouTube angefangen, um einfach gezeigt, ey, was in den Nachrichten euch gezeigt wird, das ist einfach eine fucking Lüge und ihr werdet von vorne bis hinten, sag ich mal, verarscht und manipuliert. Und durch das ganze Jahr, durch die Erfahrung, die ich dadurch gesammelt habe, die Gespräche, die ich hatte, habe ich einfach gemerkt, ich laufe gegen eine Wand. Es hat mir so viel Lebensenergie gezogen und ich habe nicht wirklich eine Veränderung in der Welt bewirkt. Und dieses Jahr bin ich dann den Wandel gegangen, dass ich eben nicht mehr die Menschen, die nicht bereit sind, eine andere Perspektive sich anzuhören oder bereit sind, ihre Perspektive zu erweitern und ihr Horizont zu erweitern, dass ich gar nicht mehr meine Energie da rein investieren möchte, sondern mich eben auf die Menschen fokussiere, die dafür offen sind oder die bereit sind, einen neuen Weg einzuschlagen, die bereit sind, Altes loszulassen, um Neues zu kreieren. Und da habe ich für mich erkannt, um wirklich eine Veränderung zu schaffen, um wirklich der New World Order zu entkommen, ist eben nicht in diesem System zu sein und in dem System zu kämpfen, sondern eben für diese neue Erde einzustehen und neue Wege zu gehen, um die neue Erde zu kreieren, indem man anfängt, Eigenverantwortung über sein Leben nimmt, indem man eben nicht mehr für den Staat arbeitet, sondern was Eigenes kreiert, um, sag ich mal, auch die finanziellen Möglichkeiten zu haben, sich immer unabhängiger zu machen. Das heißt, wenn du mit dir zufrieden bist, wenn du dein eigenes Business auf die Beine stellst und davon leben kannst und Wege für dich findest, wie du eben dich nicht mehr versklaven lässt, indem du die Hälfte deines hart erarbeiteten Geldes abgibst, sondern Möglichkeiten findest, wie du das Vermögen, was du dir hart erarbeitet hast, für Dinge nutzen kannst, die die Welt wirklich verändern. Im ersten Schritt wäre es natürlich erstmal dein Leben zu verändern. Das heißt, dass du eine Bleibe hast, wo du dich wohlfühlst, einen Garten, den du dir aufbauen kannst, wenn du eigenes Gemüse anpflanzt, dass du da unabhängiger wirst und auch nicht mehr, vielleicht irgendwann nicht mehr in Supermärkte gehen musst, sondern dir dein eigenes Essen anpflanzen kannst. Das wäre das Erste, wenn du da, sag ich mal, die Abundance fühlst für dich selber, wirst du merken, dass Abundance im Überfluss da ist und du willst nicht mehr nur noch für dich leben, sondern du willst auch andere Menschenleben verändern und kannst dann dort Projekte aufbauen, wo du so die Welt verändern kannst und einfach so viele, mit diesem Geld kannst du so viel mehr Positives auf der Welt bewirken, als wenn du in einem unzufriedenen Job bist, deinen Job hast, dich jeden Tag irgendwie zur Arbeit zwingst, dann noch die Hälfte den Staat abgibst, wo du nicht mal weißt, was der überhaupt damit macht. Ja, und ich bin wirklich an einem Punkt, wo ich denke, es geht gar nicht mehr darum, gegen das Alte anzukämpfen, sondern für das Neue aufzustehen und das Neue kreieren. Und ich sehe es schon vor mir, dass beides zeitgleich, und ich sehe es ja auch schon, dass beides gleichzeitig gerade gefördert wird. Einmal natürlich deren Agenda mit deren ganzen sinnlosen Maßnahmen und noch mehr, sage ich mal, in dieses Kontrollsystem und in den Sozialismus und whatever. Ich bin keine Politikerin, aber so in die Richtung einfach gehen, wo der Mensch immer weniger Handlungsbedarf hat, sich selbst zu entfachen und eigenständige Entscheidungen zu treffen. Zeitgleich sehe ich aber auch, wie viele Menschen gerade aufstehen und
ja, gerade ihr Licht einfach zum Leuchten bringen, indem sie das machen, worauf sie Bock haben, indem sie Eigenverantwortung für ihr Leben, für ihre Gesundheit nehmen und schauen, okay, wie können sie sich selber etwas aufbauen, wie können sie immer unabhängiger vom Staat und vom System werden. Und immer mehr Menschen, die zufrieden und glücklich sind mit sich selber und dementsprechend diese ganze Fülle, die sie für sich selber kreiert haben, nach außen strahlt und für alle anderen auch im Überfluss da ist. Könnt ihr euch vorstellen, wie ein Glas Wasser, das Glas, das leer ist, wenn ihr die ganze Zeit unglücklich seid und gegen eure Intuition handelt, dann ist, oder immer alles für andere macht, dann ist euer Glas irgendwann leer, weil die ganze Zeit immer euer Wasser abgibt. Aber ein Glas, das voll ist, wenn ihr wirklich happy mit euch selber seid, mit eurem Leben, dann habt ihr genug Wasser, was ihr anderen Menschen um euch herum geben könnt. Und wenn diese Menschen auch eigenverantwortlich ihr Leben verändern, dann wird sich auch ihr Wasser steigern und sie haben die Möglichkeit, ihr Wasser weiterzugeben. Und somit entsteht ein Dominoeffekt, ein exponentieller Wachstum, die in meinen Augen dann die Veränderung auf der Welt bewirken wird. Und deswegen ist das, was ich gerade sehe, ist, dass wir endlich anfangen dürfen, ja, aufzuhören, unseren Fokus auf all das Negative, was gerade auf der Welt geschieht und all das, wo wir unbewusst in unsere Opferrolle hineinrutschen, dass wir aufhören, unseren Fokus darauf zu richten, was wir nicht verändern können, die Agenda, aber anfangen dürfen, unseren Fokus darauf zu richten, was wir verändern können und somit die Veränderung auf der Welt kreieren können. Was ich am Ende einfach mit euch mitgeben möchte, ist, lasst uns aufhören, im System zu kämpfen und lasst uns anfangen, für die neue Erde und für ein neues Du, für eine neue Welt aufzustehen und die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen. Und das schaffen wir nur, wenn wir in unserer Energie sind. Das heißt, fokussiere dich auf dich und schau, was tut dir gut, was willst du und go for it. Es ist viel leichter, als wir uns das machen oder uns das vorstellen können. Und jede Veränderung kommt mit einer Veränderung. So, let's start with a change und triff eine Entscheidung für dich. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch heute gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar und ansonsten bis zum nächsten Mal. Fühlt euch umarmt. Bis dann. Bye, bye.